Hallo Leute! Mir hat letztens einer meiner Follower ein Video geschickt von Kobu Kingsrod. Den kennen wahrscheinlich einige von euch, ist auch ein ziemlich bekannter Trans-YouTuber, ich schaue den auch ganz gern. Einer meiner Follower hat mir eben ein Video von ihm geschickt, das heißt I still don't accept myself as transgender. Es ist ungefähr 2 Jahre alt, das Video, ich werde es euch auch unten in der Infobox verlinken. Ich wurde eben gebeten, auf dieses Video zu reagieren, beziehungsweise meine Meinung und meine Sichtweise zu diesem Thema einfach mal darzulegen. Und das mache ich natürlich sehr gern. Das Video ist sehr, sehr tiefgründig und darin spricht Kovu basically darüber, dass er zwar in einem sehr akzeptierenden Umfeld lebt, dass seine Familie, Freunde, Kollegen ihn alle als trans annehmen und akzeptieren, so wie er ist, aber er selber einfach Probleme damit hat und sich schwer tut, sich selbst als trans zu akzeptieren. Und ich glaube, das ist ein Thema, das schon viele beschäftigt. Vor allem, wenn man mitten in der Transition ist. Ich glaube, so dieser Kern, der es einem oft schwer macht, sich selbst zu akzeptieren, ist, dass man einfach immer anders ist als die allermeisten anderen Menschen. Als Transmann, und das Gefühl kenne ich selber auch, wenn man mit Cis-Männern zusammen ist oder mit Cis-Jungs, hat man so das Gefühl, man passt nicht so wirklich dazu. Oft, gerade am Anfang der Transition, hat man das Gefühl, man ist vielleicht nicht gut genug, nicht männlich genug, weil man einfach erstens einen anderen Körper hat, zweitens anders sozialisiert ist. Und man hat schon unterbewusst oft diese Angst, dass einen andere nicht für voll nehmen. Und wenn man unter Frauen ist, ist es genau das Gleiche. Man ist eben nun mal ein Mann und kann sich deswegen auch nicht mit Frauen so identifizieren oder fühlt sich auch bei Frauen nicht so zugehörig. Dementsprechend hat man immer so eine Mittelposition, vor allem während der Transition. Und man fühlt sich immer so ein bisschen wie so ein bunter Vogel. Man hat oft das Gefühl, man wird irgendwie angestarrt. Man hat Angst, eben nicht für voll genommen zu werden, wie ich schon gesagt habe. Das ist auch etwas, das Kovu einfach anspricht. So, er hat das Gefühl, dass er etwas faked. Und das ist halt ein Gefühl, das schwierig zu beschreiben ist, weil man weiß, dass man innerlich ein Mann ist, aber dir wurde einfach von deinem Umfeld jahrelang, teilweise jahrzehntelang, eingeredet, dass du weiblich bist. Und du hast irgendwann diesen Fakt einfach akzeptiert, wahrscheinlich, dass du diese Rolle zu spielen hast und dass du einfach das zu sein hast. Und wenn du jetzt tatsächlich schaffst, dich zu outen und aus dem Ganzen auszubrechen und deinen eigenen Weg zu gehen, hast du trotzdem diese erlernten Muster immer irgendwo im Hinterkopf. So dieses eigentlich sollte ich. Und eigentlich wurde ich dort in dieser weiblichen Gruppe einsortiert. Einerseits ist es total befreiend und erleichternd, aus dem auszubrechen. Andererseits begibst du dich damit auch in so einen Middle Ground, wo du dort nicht mehr wirklich dazugehörst und da auch noch nicht wirklich dazugehörst. Ich glaube, dass es für unser Umfeld viel einfacher ist, unser Transsein zu akzeptieren, als es oft für uns selber ist, unser Transsein zu akzeptieren. Die größte Herausforderung für unser Umfeld ist vermutlich, sich den neuen Namen und die neuen Pronomen zu merken und das zu verinnerlichen. Ansonsten betrifft Außenstehende dieses Thema jetzt nicht so massiv. Du selber als transidente Person, du hast halt einfach ganz, ganz, ganz viele Themen, die du irgendwie mit dir selber abklären musst, die du loslassen musst, Muster, die du loslassen musst, Gedanken, die dir einfach von vornherein eingetrichtert wurden. Du musst dir vorstellen, wir wurden unser ganzes Leben eigentlich manipuliert von unserem Umfeld, unbewusst, ja, hinmanipuliert in Richtung das, was wir zu sein haben. Und wenn du dann ausbrichst aus dem, dann ist das zwar für dich sehr geil, aber dir ist halt auch bewusst, dass du dich damit gegen alles stellst, was dein komplettes Umfeld jemals von dir erwartet hat. Und es fällt einem halt dann auch wirklich wahnsinnig schwer, sich selber als etwas zu akzeptieren, mit dem man vielleicht andere enttäuscht oder sein Umfeld enttäuscht, weil das einfach nicht das war, als was sie dich gesehen haben. Und der Mensch ist nun mal ein soziales Wesen. Es redet sich so leicht zu sagen, ja, ich mache mein Ding und mir ist egal, was die anderen davon halten. Aber wenn wir ehrlich sind, wenn wir wirklich ehrlich sind, ist es keinem von uns so wirklich ganz egal, was andere von uns halten. Weil wir einfach evolutionär, glaube ich, darauf trainiert sind, dass wir von anderen in irgendeiner Art und Weise akzeptiert werden müssen. Der Mensch kann komplett allein und isoliert eigentlich nicht überleben. Er war immer auf das Rudel, sage ich mal, angewiesen, auf die Gesellschaft um ihn herum angewiesen. Und ich glaube, das ist einfach innerlich in uns so drin, dass wir in irgendeiner Art und Weise schon in diesem Umfeld funktionieren müssen. Diese Transition, die challenge das halt schon massiv und das ist auch mit vielen Ängsten verbunden, weil man einfach das Gefühl hat,
okay, was denken die wirklich über mich? Auch wenn sie es mir vielleicht nicht ins Gesicht sagen, vielleicht nehmen mich die einfach nicht für voll. Also ich hatte auch ganz viele so Gedanken, wo ich mir dachte, wenn jemand mich zwar mit er angesprochen hat, aber ich war halt total paranoid und dachte mir, und was ist, wenn mich der hinter meinem Rücken doch als weiblich sieht und wenn sich der denkt, das ist eigentlich eine Frau und ich bin halt jetzt nett und respektvoll und sag halt jetzt er, aber in Wirklichkeit ist das trotzdem eine Frau, die sich halt einbildet, trans zu sein. Und das ist was mich schon sehr lange sehr belastet hat. Und es ist auch nicht einfach, das zuzugeben, weil ich eher ein Mensch bin, der sagt, mach dein Ding. Und heutzutage bin ich wirklich echt auf dem Standpunkt, mach dein Ding. Es ist eigentlich egal, was andere sagen. Eigentlich ist es das auch. Aber es wäre einfach gelogen, wenn irgendein Mensch sagen würde, ich kann völlig unabhängig von irgendjemand anderem leben und ich mache mir überhaupt keine Gedanken darüber, was andere von mir denken. Das wird nie passieren. Du kannst es dir antrainieren, dass es dir weniger wichtig ist, oder du kannst, wenn andere dich kritisieren, irgendwie im Nachhinein drüber nachdenken und sagen, okay, ich entscheide mich jetzt bewusst dafür, dass ich das jetzt nicht so nah an mich heranlasse, aber da musst du bewusst gegenarbeiten. Weil im ersten Moment, glaube ich, trifft das jeden. Und das ist einfach was, ja, was die Transition einfach wahnsinnig schwer macht. Ich muss dazu sagen, dieses Video von Kovu, das ist jetzt 2 Jahre alt, das war vor seiner Mastec. Und wenn ich mir seine letzten Posts so ansehe, auf Instagram und auch seine letzten Videos, habe ich das Gefühl, dass das jetzt möglicherweise anders ist, also dass er möglicherweise mehr bei sich angekommen ist. Ich möchte mir das jetzt nicht anmaßen, das zu wissen, weil so klar und deutlich hat er es nicht gesagt. Aber ich glaube, es ist völlig natürlich in diesem Zwischending, also während der Transition, einfach diese Gefühle zu haben. Und das Gefühl zu haben, einfach nicht genug zu sein, nie genug zu sein. Ich glaube, man selber ist der Letzte, der es wirklich schafft, sich zu akzeptieren. Dein Umfeld schafft es wahrscheinlich in der Regel, wenn sie offen sind und nicht komplett transphob sind, früher dich zu akzeptieren als du dich selbst. Diese Selbstakzeptanz ist auch ein Teil dieses Transitionsprozesses. Ich kann da von mir jetzt sprechen, mein persönlicher Zugang. Ich bin jetzt 5 Jahre nach dem Start meiner Transition, wo ich wirklich eigentlich meine Transition schon sehr lange abgeschlossen habe. Ich habe 2017 meine Mastec gemacht. Das ist jetzt 4 Jahre her. Eigentlich war für mich mental ein paar Monate nach der Mastec die Transition abgeschlossen. Da war ich dann an dem Punkt, wo das alles irgendwie von der Mastec verheilt war. Spätestens nach der ersten Korrektur, wo dann mein Ergebnis wirklich viel, viel besser ausgesehen hat. Da hatte ich einfach das Gefühl, dass ich meine Transition abgeschlossen hatte, dass ich da angekommen bin, wo ich wirklich sein wollte. Und damit hat es dann auch einfach aufgehört, dieses Gefühl. Irgendwann, wenn du wirklich lange genug in dieser männlichen Rolle lebst, und wenn du merkst einfach, dass dein Umfeld dich völlig natürlich als männlich wahrnimmt und als männlich behandelt, irgendwann hört das auf, dass du das Gefühl hast, du bist nicht genug. Bei mir war es zumindest so. Ich weiß auch, dass es bei einigen meiner Freunde, die auch ihre Transition abgeschlossen haben, so ist. Das Thema rückt irgendwann in den Hintergrund, du machst dir irgendwann nicht mehr so viele Gedanken darüber, wie andere dich sehen. Ich muss auch sagen, ich habe wirklich über lange Zeit ganz bewusst mich selber auch darauf hintrainiert, dass es mir relativ egal ist, was andere sagen. Wie gesagt, ganz egal ist es dir sicher nie. Aber du kannst dir schon mit so Mantras, indem du es dir einfach immer wieder vorsagst, es ist mir egal, was andere denken, ich mache mein Ding. Allein dieser Satz, so wenn ich vor dem Spiegel gestanden bin in der Früh, habe ich mir das einfach vorgesagt. Ich mache mein Ding, was andere denken, ist ihre Sache. Hauptsache, ich lebe mein Leben so, wie es für mich passt. Es ist mein Leben. Es ist nicht das Leben von irgendwem anderen. Und das sind schöne Worte. Ja, das sind schöne Worte. Am Anfang, wenn man die vor sich hin sagt, hat man das Gefühl, das sind leere Worte. Man sagt sie halt, aber in Wirklichkeit fühlt man sich halt komplett anders. Aber der Punkt ist, je öfter du das sagst und je öfter du dir das einredest, umso eher fängst du es irgendwann an zu glauben. Weil alle Worte, die du verwendest, alles, was du dir immer wieder vorsagst, das geht irgendwann in dein Gehirn hinein. Es ist einfach so. Der Mensch funktioniert neurologisch einfach so. Mit der Zeit fängst du wirklich an, das zu glauben und fängst du wirklich an, davon überzeugt zu sein. Ich persönlich bin jetzt an einem Punkt in meinem Leben, wo ich weiß, wer ich bin und wo ich 100% dahinter stehe, wer ich bin. Die meiste Zeit sehe ich mich als einfach nur männlich. Die meiste Zeit hänge ich dieses Trans in meinem Kopf gar nicht dran. Wie gesagt, ich habe es in einem meiner letzten Videos auch gesagt, ich vergesse oft, dass ich trans bin, weil es einfach in meinem Alltag keine Rolle spielt. Mein ganzes Umfeld weiß schon so lange, dass ich trans bin, die haben alle ihre Fragen gestellt, die haben
alle Dinge, die sie interessiert haben, herausgefunden. Klar, am Anfang ist das Umfeld neugierig, irgendwann ist das Thema einfach ausgeschöpft und dann fängt man an, sich für andere Dinge zu interessieren. Und so rückt es halt immer weiter in den Hintergrund und deshalb sehe ich mich meistens nicht als Trans-Sternchen-Mann, sondern einfach als Mann. In manchen Situationen wird es mir schon bewusst, zum Beispiel manchmal, wenn ich so in eine öffentliche Toilette gehe und ja, weiß, ich muss jetzt die Kabine benutzen anstatt das Pissoir oder so. Gerade wenn ich irgendwie in einer Schlange stehe von Männern und das Pissoir wäre frei und ich muss aber warten, bis ich in der Kabine drankomme, dann fällt mir das natürlich schon ein. Und dann hat mir geholfen, mir einfach vorzusagen, so im Kopf, es gibt Cis-Männer und es gibt Trans-Männer. Beide sind Männer, beide sind 100% Männer. Die einen haben halt diesen Körper und die anderen haben diesen Körper. Und wenn du einfach einen transmännlichen Körper hast, dann bist du nun mal auf die Kabine angewiesen und es ist okay. Du bist deswegen nicht weniger wert. Du hast einfach andere körperliche Gegebenheiten, aber du bist genauso Mann wie jeder Cis-Mann. Es gibt so viele Menschen, die irgendwelche individuellen Challenges mit ihrem Körper haben, die vielleicht irgendeine Beeinträchtigung haben oder sich in irgendeinem Bereich körperlich einfach schwerer tun. Und ich bin überzeugt, dass jeder Mensch körperlich irgendeine Challenge hat, die ein anderer vielleicht nicht hat. Und bei uns ist es eben das, dass wir eben nicht beim Pissoir stehen können in der Regel und eben diese kleinen Dinge, die uns von Cis-Männern unterscheiden. Aber wenn du dir lang genug einredest, dass du einfach trotzdem ein Mann bist und dass es okay ist, es gibt einfach solche und solche Männer, kann man es irgendwann einfach gut akzeptieren. Und dann ist es irgendwann, wird es völlig natürlich. Deshalb kann ich am Ende nur sagen, ich kann das, was Kovo in diesem Video sagt, extrem gut nachvollziehen. Ich glaube, dass das Gefühle sind, die jeder Trans-Mann oder auch jede Trans-Frau, jede nicht-binäre Person irgendwann hat, besonders während der Transition, wenn die Transition noch nicht abgeschlossen ist. Und ich möchte aber auch gleichzeitig Hoffnung machen, dass mit der Zeit einfach es leichter wird und irgendwann mit hoher Wahrscheinlichkeit ganz weggeht. Und ja, es dauert lang. Es dauert ein paar Jahre tatsächlich, wenn man einfach von einer komplett weiblichen Rolle in eine, in meinem Fall komplett männliche Rolle wechselt, sage ich jetzt mal, in der Gesellschaft. Man ist zwar vorher schon männlich von der Identität her, aber man lebt halt als weiblich und danach lebt man eben als männlich. Und es ist ein riesiger Anpassungsprozess, nicht nur körperlich, sondern eben auch geistig und seelisch. Und es ist komplett natürlich, dass man sich da irgendwie zwischen den Stühlen fühlt. Aber ich glaube, es ist der Übergang. Und ich hoffe, also ich wünsche auch Kovu, dass er angekommen ist jetzt. Ich habe, wie gesagt, ich habe anhand seiner Posts das Gefühl, dass er angekommen ist und dass er sich hoffentlich auch irgendwann selber akzeptieren kann. Und wenn ihr da draußen seid und euch geht es eben ähnlich und ihr habt ähnliche Gefühle, ich wünsche euch wirklich von Herzen, dass ihr auch bei euch ankommen werdet und ihr euch auch irgendwann einfach akzeptieren könnt und es völlig natürlich ist. Ich persönlich bin überzeugt, dass es so sein wird. Vertraut mir einfach, auch wenn es sich jetzt komplett abgefahren und komisch anhört. Aber es wird so sein. Davon bin ich 100% überzeugt, weil der Mensch, wie gesagt, passt sich an alles an und ihr wachst da rein in diese Rolle. Gebt euch einfach die Zeit, in diese Rolle reinzuwachsen. Seid nicht zu hart mit euch selber, stresst euch nicht und akzeptiert es einfach, also nehmt es einfach an, wenn ihr diese Gefühle habt. Diese Gefühle sind 100% valid. Die sind komplett berechtigt und die sind real und alles und man sollte sie auch nicht irgendwie ignorieren oder verdrängen. Man sollte sie wahrnehmen und sich aber trotzdem im Hinterkopf behalten, dass sie temporär sind. Sie gehen vorbei. Ich hoffe, dass dieses Video euch irgendwie, wie soll ich sagen, dass ihr euch irgendwie was mitnehmen konntet aus diesem Video. Und ich wünsche euch allen auf jeden Fall alles Gute für euren Weg. Wenn ihr gerade mitten drauf seid auf dem Transweg, haltet durch. Es wird. Und ja, wir sehen uns demnächst wieder mit einem neuen Video. Bis dahin, macht es gut und tschüss.